Es begann damit, dass Freiwillige eines örtlichen Tierheims einen abgemagerten und kranken Hund auf der Straße fanden. Sein Fell war struppig, die Knochen zeichneten sich unter der Haut ab und seine Augen blickten voller Traurigkeit in die Welt. Die Freiwilligen beschlossen, in den sozialen Netzwerken auf das Schicksal dieses einsamen Vierbeiners aufmerksam zu machen. Sie veröffentlichten ein Foto und baten um Hilfe in der Hoffnung, einen liebevollen Menschen zu finden, der bereit war, diesem verlassenen Hund eine zweite Chance zu geben. Doch die Resonanz war ernüchternd. Niemand schien bereit, den kranken und abgemagerten Hund bei sich aufzunehmen. Die Freiwilligen begannen zu ahnen, dass es schwierig werden würde, ein neues Zuhause für das Tier zu finden. Die Aussicht auf eine glückliche Zukunft für den Hund schien trüb. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Ein Anruf ging im Tierheim ein. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, die mit zittriger Stimme erzählte, dass sie vor ein paar Jahren einen Hund verloren hatte. Als sie das Foto des Hundes in den sozialen Medien sah, konnte sie es kaum fassen, denn er sah ihrem vermissten Gefährten verblüffend ähnlich. Die Mitarbeiter des Tierheims waren skeptisch, aber sie beschlossen dennoch, ein Treffen zwischen der Frau und dem Hund zu arrangieren. Als die Frau schließlich im Tierheim ankam, konnte man ihre aufgeregte Atmung hören. Der Hund wurde ins Zimmer geführt, und als er die Frau erblickte, geschah etwas Wunderbares. Er erstarrte, seine Augen weiteten sich, und dann brach er in einen Sturm der Freude aus. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, lief er auf sie zu, sprang an ihr hoch und leckte ihr Gesicht. Tränen der Freude strömten aus den Augen der Frau, und die Freiwilligen konnten ihre Emotionen nicht zurückhalten. Dieser Moment war so rührend, dass selbst die härtesten Herzen erweicht wurden. Der Hund und die Frau hatten sich nach all den Jahren wiedergefunden, und es schien, als ob die Zeit zwischen ihnen niemals vergangen war. Diese Geschichte war ein anschauliches Beispiel dafür, dass man den Glauben niemals vor der Zeit verlieren sollte. Der Hund, der einst Max geheißen hatte, hatte sein Frauchen wiedergefunden, und die beiden waren nun unzertrennlich.